Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Heute werden wir wieder etwas Marokkanisches kochen, und zwar werden wir heute ein Lamm-Tagine mit Oliven und Salz-Zitronen kochen, inshallah. Das ist ein richtig leckeres Gericht, mashallah. Ja, und dazu werde ich euch zuallererst mal zeigen, wie man diese Salz-Zitronen zubereitet. Wir nehmen dazu Bio-Zitronen. Das ist richtig wichtig, weil wir sie mit Haut und allem verwenden werden. Dazu werden wir sie zuerst mal waschen und dann werden wir sie jedes Mal so kreuzweise einschneiden, wie wir das jetzt hier sehen. Also jeweils einmal von oben und einmal von unten und dabei auf der gegenüberliegenden Seite jeweils einschneiden. Und zwar nicht ganz bis unten durch, sondern nur bis fast unten durch, sodass sie noch zusammenhalten. Und dann geben wir jetzt Himalaya-Salz in eine Schüssel, mischen die mit etwas mehr Salz. Man kann aber auch einfach nur Himalaya-Salz nehmen. Das ist sowieso das beste und gesündeste Salz, mashallah. Ja, und zu diesem Salz geben wir dann noch grobe Gewürze wie Zimtstange, Pfefferkörner, Kardamom und Lorbeerblätter. Und diese Mischung, diese Salzmischung geben wir jetzt jeweils in diese aufgeschnittenen Hälften der Zitrone. Und jeweils immer so 2 Teelöffel voll mit Salz, und dann drücken wir die Zitrone in ein großes Einmachglas, wenn möglich. Ja, und wir werden so viele Zitronen eben füllen, wie jetzt in dieses Glas reinpassen. Diese Prozedur dient eben dazu, die Zitronen zum einen zu konservieren. Die werden nämlich dann ewig lange darin haltbar sein. Und zum anderen benutzt man dann diese leckeren Salzzitronen eben für verschiedene marokkanische Gerichte, um diese damit geschmacklich abzurunden. Und die schmecken eben richtig lecker, wenn man sie dann zu Tagines gibt und die Tagines eben damit aufpeppt sozusagen. Ja, und wie wir jetzt gesehen haben, mehr passen von diesen Zitronen nicht rein. Wir geben das restliche Salz und die Gewürze jetzt noch dazu und werden die restlichen Zitronen, nachdem wir sie gewaschen haben, entsaften und dann den Saft dieser Zitronen in das Glas dazugeben, bis das Glas mit dem Zitronensaft aufgefüllt sein wird. Und dann ganz am Ende werden wir noch etwas Olivenöl hinzugeben, um die Zitronen damit dann luftdicht sozusagen abzuschließen. Das Tolle an diesen leckeren Salzzitronen ist nicht nur, dass sie so herrlich schmecken, sondern dass sie auch sehr, sehr gesund sind, weil sie ja aus ausschließlich sehr gesunden Zutaten bestehen. Denn die Zitrone an sich ist ja schon sehr gesund, wie wir wissen, also der Saft und das Fleisch davon. Aber das Allergesündeste an der Zitrone ist eben die Schale, und die wird eben hier auch mitverwendet und nachher auch mit verzehrt. Und dann kommt dieses gesunde Natursalz noch hinzu, als auch das naturbelassene Olivenöl. Hier stellen wir sie jetzt an einen dunklen Ort, in den Schrank, und lassen sie da 3 bis 4 Wochen stehen, wie schon gesagt. Ja, und diese Salzzitronen sind eben wirklich sehr, sehr gesund, mashallah, besonders wenn man sie dann auch noch in Rohzustand essen würde. Hier sind jetzt die 4 Wochen um, und wir holen jetzt die fertig eingelegten Salzzitronen heraus, also ein paar davon, und werden sie jetzt für unser Tagine verwenden, inshallah. Dazu werden wir eine ganze Zitrone mit Schale und dem Fleisch der Zitrone in kleine Würfelchen schneiden und diese dann zu dem Tagine hinzugeben. Und das gibt dem Tagine eben einen ganz leckeren, pikanten Geschmack, mashallah. So sehen jetzt diese leckeren eingelegten Salzzitronen aus nach 4 Wochen. Mashallah, man könnte sie theoretisch auch roh verzehren, aber sie schmecken eben sehr salzig und deswegen sind sie eben nur zum Würzen verschiedener Gerichte eher geeignet. Hier fangen wir jetzt unser Tagine an und werden dazu 2 Hähnchenschenkel, die wir jeweils in 3 Teile aufgeteilt haben, in heißem Fett stark anbraten, sodass sie von beiden Seiten weiß sein werden. Und sobald sie von beiden Seiten weiß sind und gut angebraten sind, geben wir dann Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer hinzu. Nachdem wir sie dann von beiden Seiten kräftig angebraten haben, wie wir es hier sehen, kommt eine klein gehackte Zwiebel hinzu und frischen Knoblauch und frischer Ingwer. An Ingwer haben wir hier etwa ein 5 bis 6 cm großes Ingwerstück genommen, welches wir in kleine Würfel geschnitten haben, und etwa 5 bis 6 große Knoblauchzehen, die wir auch klein geschnitten haben. Alles zusammen braten wir 5 Minuten lang an mindestens, bevor wir dann die gestiftelten Karotten hinzugeben.
Und dann kommen auch bald schon die Gewürze hinzu. Etwas Natursalz, Kreuzkümmel gemahlen, Pfeffer, Kurkuma, Ras el Hanout, also das arabische Gewürz, und Koriander. Von allem jeweils einen Teelöffel, außer dem Salz, da müssen wir sehr sparsam sein. Dann nehmen wir nur einen halben Teelöffel, weil wir ja noch die gesalzenen Zitronen hinzugeben werden. Dann geben wir noch etwas gefrorenen Koriander hinzu. Er kann auch frisch sein natürlich. Alles kurz umrühren und kurz anbraten und dann kommt auch schon etwas Wasser hinzu. Insgesamt werden wir etwa 150 Milliliter Wasser hinzugeben. Später geben wir noch etwas Wasser hinzu und dann kommen auch schon die klein geschnittenen eingelegten Zitronen hinzu. Also wir haben jetzt eine ganze eingelegte Zitrone dafür verwendet, die wir eben klein gehackt haben. Die geben wir jetzt hinzu. Je nach Geschmack könnte man auch etwas mehr nehmen, wenn man möchte. Das muss man dann einfach schauen. Sind eben sehr salzig, deswegen muss man aufpassen, dass man eben mit dem Salz möglichst erstmal gar nichts hinzugibt. Denn je nachdem, wie viel Zitronen man hinzugeben möchte, sollte man das Salz lieber erst am Ende zugeben, wenn dann noch etwas fehlen sollte. Und jetzt geben wir 2 solche Fingerspitzen echten Safran noch hinzu. Der gibt dem Ganzen auch einen sehr leckeren orientalischen Geschmack. Mashallah. Das war's an Zutaten und jetzt rühren wir alles nochmal um und bringen das Ganze zum Kochen und lassen es auf kleiner Flamme dann so lange köcheln, bis Fleisch und Karotten gar sein werden. In der Zeit könnte man dann nochmal eine ganze eingelegte Zitrone von ihrem Fleisch befreien und das Fleisch auch nochmal zum Tagine hinzugeben. Und die Schalen werden wir dann so wie ein Blatt einschneiden. Das dient dann einfach zur Dekoration und wird dann am Ende auch nochmal kurz mitgekocht. Jetzt, nachdem Fleisch und Karotten fast schon gar sind, geben wir noch ein paar Oliven hinzu und lassen die nochmal kurz mitköcheln und werden jetzt das Ganze auf großer Flamme ohne Deckel einreduzieren lassen. Während wir diese Schalen jetzt hier hinzugeben, wir haben jetzt nur 2 genommen, man könnte aber noch mehr nehmen, das wäre besser, damit man dann später jedes einzelne Fleischstück damit verzieren kann. Ja, und so sieht das Endresultat aus, nachdem das Tagine dann einreduziert wurde. Wir sehen, es ist nur noch sehr wenig Soße übrig. So soll es dann auch aussehen. Ja, und es schmeckt richtig lecker mit diesen Zitronen, mit diesen eingelegten Zitronen da drin, Mashallah. Die peppen das ganze Gericht eben auf und sorgen für diese herrliche geschmackliche Abrundung. Ja, und die Zitronenschalen, die dann zur Dekoration dienen sollten, von der ist leider nur noch eine übrig geblieben, weil wir hatten auch nur 2 benutzt. Besser wäre es, wenn man eben eine ganze Zitrone dafür verwenden würde, damit man dann genug Schalen zur Dekoration am Ende übrig haben wird. Aber Khair inshallah, dem Geschmack hat es keinen Abbruch getan. Wie gesagt, diese eingelegten Salzzitronen, die geben dem Ganzen richtig Pep, Mashallah. Und ja, diese Kombination von der Säure der Zitronen mit den deftigen Zutaten dieses Gerichts sorgt eben für diese geschmackliche Explosion dabei. Mashallah. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachkochen dieses leckeren Tagines. Guten Appetit und vergesst nicht Bismillah zu sagen. Und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße. Salam alaikum, eure Mariam.